Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute haben wir von Petzl die Nao RL auf dem Tisch. Das ist die neue Lampe bzw. neue Läuferlampe von Petzl. Ich habe das Ganze hier als Reviewgerät zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde in diesem Video euch mal zeigen, wie die Leuchtkraft der Lampe ist, beziehungsweise auch, was hier die Unterschiede zu der EcoCore sind. Das ist auch ebenfalls eine Läuferlampe von Petzl. Zuerst werden wir aber das Ganze erstmal auspacken, weil es wirklich schön verpackt ist und auch mal gucken, was hier alles ausgeliefert wird. Aber ich würde sagen, wir legen da mal direkt los. Ja, da haben wir das schöne, gute Stück von Petzl, auch wirklich toll verpackt hier mit einer schönen Umverpackung. Und Experience and the Difference, das ist so das Motto. Und wir klappen das Ganze jetzt einfach mal auf. Das Ganze ist hier mit Magnet verschlossen. Also wir sehen hier, können wir das Ganze aufmachen. Und dann bekommen wir hier wirklich auch ein schönes Bild angezeigt. Also einmal die Lampe selber, noch mit ein paar Impressionen. Dann noch hier so ein kleiner Text. Ja, wenn wir das Ganze öffnen wollen, ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen jetzt hier die Lampe hoch und dann sehen wir jetzt hier schon wunderschön verpackt. Nochmal eine kleine Anleitung dabei und auch nochmal so eine kleine Übersicht, was es hier alles gibt. Und dann kann man hier uns noch ein Video anschauen und hier noch so ein paar kleine Highlights, was die Lampe zu bieten hat. Zum Beispiel ein Lichtsensor ist hier dabei, der automatisch sich einstellt. Und wir sehen jetzt auch hier, wir haben einmal den Beutel dabei wieder, wie wir es schon bei der EcoCore hatten. Wenn wir uns auch rausnehmen, dann sehen wir hier entsprechend hier den Beutel, wo wir die Lampe dann aufbewahren können. Aber auch dann hier ein Ladekabel und das Ganze ist hier jetzt mit USB-C, das ist ja neu, also USB-A auf USB-C Ladekabel haben wir. Dann haben wir die Lampe selber und dann haben wir noch das Akku-Pack, das ist extra eingepackt. Wir sehen hier schon, da hinten ist das rote Licht und hier haben wir dann den Akkustand, das können wir jetzt mal einschalten und mal gucken, was hier ist. Wir sehen hier, Akku ist nicht geladen, müssen wir entsprechend noch laden, also wir haben hier dann auch eine Akkuanzeige, wie dann entsprechend der Ladestand aussieht. Dann sehen wir hier nochmal IPX4 Standard getestet, 145 Gramm schwer. Und 1500 Lumen ist hier die maximale Brenndauer bei 10 Stunden und 200 Meter Reichweite. Ja, das werden wir jetzt aber gleich nochmal testen. Jetzt gucken wir uns die Lampe erstmal im Detail an. Ja, da haben wir die Lampe nochmal im Detail. Wir sehen jetzt auch hier, dass bei der Nao RL hier mehr LEDs verbaut worden sind als bei der EcoCore. Das hier zum Beispiel ist jetzt die EcoCore Lampe. Und wir können ganz gut erkennen, dass es natürlich hier, was die LEDs-Panels angeht, beziehungsweise die LEDs-Aufteilung hier doch eine etwas größere ist und ist klar, die Lichtstärke ist dann natürlich dann hier entsprechend stärker. Wie schon angesprochen, haben wir dann hier auch dann das Akku-Pack, wie ich schon gesagt habe. Das wird hier mit USB-C geladen und wir können wie gesagt hier auch alles erkennen, wie das Ganze hier entsprechend mit dem Akku ist, beziehungsweise Ladestand. Bei der EcoCore haben wir das Ganze hier noch mit einem ganz klassischen Petzl-Akku, also den alten Akku, den man rausnehmen kann. Und genau hier ist auch schon der Vorteil, hier kann man den Akku rausnehmen und das Ganze wird aber hier mit Micro-USB geladen. Da ist nämlich so, dass hier der Akku wie gesagt fest verbaut ist. Wir können den hier nicht mehr wechseln. Das sieht hier bei der Lampe anders aus. Da haben wir natürlich noch die Möglichkeit, entsprechend hier den Akku auszutauschen, falls dieser mal dann defekt sein sollte. Auch der Formfaktor der Lampe ist ein bisschen anders. Wir haben hier eine Kabelführung, also hier geht ja wirklich ein Kabel entlang, was dann hier am Kopf vorbeigeführt wird. Und wir haben das Akkupack hinten dann am Kopf liegen. Das Ganze wird dann hier ganz simpel eingebaut. Man nimmt hier das Kabel und dann wird es hier entsprechend reingemacht. Das heißt also, es ist dann nicht, dass ihr jetzt irgendein Kabel habt, was euch jetzt irgendeiner Form stört oder bewegt. Wenn das Ganze dann hier eingesetzt ist, könnt ihr hier dann den Akkupack hier reinsetzen und das Ganze wird dann hier mit USB-C verbunden. Das heißt also, der Anschluss ist dann hier auch nicht frei im Wasser. Es wird hier reingeklickst und dann ist das Ganze hier auch schon fest verbaut und wir haben direkt das Licht hier angeschlossen. Das sehen wir hier, jetzt können wir dann auch entsprechend das Licht einschalten und hier die verschiedenen Modis durchgehen. Des Weiteren haben wir hinten auch noch eine Polsterung, das heißt also, wenn es am Kopf anliegt, dass das Ganze hier gepolstert ist, dass es auch keine Probleme gibt. Und wir haben jetzt hier auch wieder einen Schnellverschluss, das heißt also, wir können das Ganze hier dann zuziehen bzw. hier lösen und hier einstellen, also hier zuziehen und dann hier festmachen und dann könnt ihr es auf die jeweilige Kopfform anpassen, die ihr habt. Was ebenfalls noch dazu kommt, sind hier diese zwei Bändel, die ihr habt. Die könnt ihr einmal links und rechts hier einklicksen. Und dann kann man hier die Kabelführung, beziehungsweise nicht die Kabelführung, aber die Bändelführung, kann man hier hinten dann einsetzen, damit das Ganze hier nicht mehr stört und hier irgendwas durch die Gegend wedelt. Dann kann man das einfach hier reinmachen und kann das hier hinten fixieren. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr die Lampe hier dann auch mit einer Kopfbegrenzung hier oben habt, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass euch die Lampe runterrutscht. Aber ihr müsst es nicht machen, das ist also optional. Ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte es nicht haben, ich möchte einfach klassisch die Stirnlampe tragen, wie ich das kenne. Das ist aber wie gesagt eine Option, die wir hier haben. Das Ganze haben wir hier zum Beispiel bei der EcoCore nicht. Da ist einfach wirklich nur die Kopfform, die ihr hier ansetzen könnt. Aber die Lampe sitzt hier trotzdem auch wirklich sehr gut fest. Und wenn man sich das Ganze jetzt einfach mal im Vergleich anschaut, ich kann jetzt mal das auch kurz mal rausmachen.
Da kann man auch ganz gut sehen, die Now RL-Lampe ist etwas elastischer. Sie hat hier wirklich ein Gummiband. Auch hier, wie gesagt, das Festziehen. Während die EcoCore dann natürlich ein durchgehender Gegenstand ist, beziehungsweise hier dann nichts mehr mit einem Gummiband angepasst werden kann. Hier ist wirklich das alles fest verbaut. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kann man die Lampe hier wirklich sehr gut hinten auch anziehen, wie jetzt auch bei der Petzl Now RL. Ja, die Nano RL hat auch hier 6 verschiedene Stufen. Wir haben jetzt aktuell die kleinste Stufe von allen Möglichkeiten. Das sind jetzt 10 Lumen auf etwa 10 Meter Leuchtweite, ja, so etwa 10 Meter. Und hier haben wir eine Brennzeit von 80 Stunden bzw. eine Leuchtzeit von 80 Stunden in dieser Form. Das wäre jetzt Stufe 2 und man kann jetzt hier hinten auch schon ein bisschen besser die Umrandung kennen. Da ist irgendwas, ich weiß nicht genau, was da hinten ist, aber man kann schon erkennen, dass auf jeden Fall was da hinten ist. Auch der Weg ist jetzt hier schon etwas besser ausgeleuchtet, ein bisschen breiter. Wir kommen jetzt hier auf 250 Lumen, beziehungsweise das sind knapp 70 Meter, die wir jetzt hier leuchten können. Und die Brennzeit ist hier, oder beziehungsweise Leuchtdauer wäre hier 5 Stunden. Die dritte Stufe, beziehungsweise die dritte Standardstufe, wäre hier jetzt 900 Lumen. Wir können auch ganz gut erkennen, da hinten, ja, wie gesagt, das sieht man jetzt viel, viel besser. Und auch der Kegel ist noch ein bisschen breiter, beziehungsweise in der Mitte haben wir etwas größeren Lichtkegel. Auch wenn wir jetzt hier auf den Weg gucken, wird der wirklich schön ausgeleuchtet. Das reflektiert alles wunderbar. Und hier kommen wir auf etwa 140 Meter Brennweite bzw. 2 Stunden Laufzeit. Wenn wir jetzt länger auf den Ein- und Ausschalter drücken, dann ändern wir auch die Modi, bzw. wir können die Modi ändern. Und dann kommen wir auch nochmal in den stärkeren Modus hinein. Jetzt machen wir es nochmal, drücken wir einfach länger drauf, so etwa 1-2 Sekunden dauert das. Und dann habt ihr die Lampe entsprechend umgeschaltet. Ja, jetzt haben wir hier die Stufe 1 des sogenannten Reactive Lighting eingeschaltet. Das war das mit dem Sensor, wo der Sensor einfach erkennt, wenn ich jetzt hier runterschaue, und ja, wird das Bild hier, oder beziehungsweise man sieht hier, der Kegel wird kleiner und sobald ich nach oben schaue, wird der Kegel größer. Und das Ganze ist jetzt hier in der ersten Stufe. Wir haben jetzt hier eine Brennstärke von 250 Lumen auf etwa 70 Meter Reichweite und in diesem Modus hätten wir eine Brenndauer von etwa 10 Stunden bei voller Akkuladung. In der Stufe 2 schalte ich jetzt einfach um, kriegen wir jetzt schon ein deutlich helleres Licht. Wir sehen jetzt hier, wir können hinten auch schon deutlich wieder den Gegenstand erkennen, den wir da hinten haben. Und auch hier ist es so wieder, dass wenn ich runterschaue, der Lichtkegel kommt, beziehungsweise der Lichtkegel breiter wird, wenn ich ins Dunkle hineinschaue, also die Reflexionen etwas weniger werden. Und so haben wir hier 550 Lumen bzw. 100 Meter Reichweite und hier haben wir eine Laufzeit von etwa 5 Stunden bei vollgeladenem Akku. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Stufe, ebenfalls auch wieder hier der Lichtkegel, wenn ich nach unten schaue. Und es geht weit raus, wenn ich dann entsprechend hinten rausschaue. Und wir sehen einfach hier hinten schon mal ganz gut, was da ist. Also wir haben da so Strohballen oder was es auch sein soll. Und es wird wirklich sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Also wir können alles wunderbar erkennen, ohne Probleme. Wir haben jetzt hier 1500 Lumen bzw. 200 Meter Reichweite können wir hier ausleuchten. Also wir können auch nochmal hier ins Feld rausleuchten. Alles wunderbar erkennbar. Oh, wir sehen schon die ersten Nachtfalter kommen. Und bei diesen Lichtverhältnissen haben wir eine maximale Laufzeit von 2 Stunden. Ja, eine weitere Besonderheit ist auch, wir können hinten an der Stirnlampe dann ein Rotlicht einschalten. Wir können es einmal als Dauerlicht einschalten oder als Blinklicht. Im Dauerlicht wird das Ganze auf 2 Lumen gemacht oder beziehungsweise leuchtet auf 2 Lumen. Und hier kommen wir auf eine Laufzeit von etwa 78 Stunden. Das Ganze kann auch separat eingeschaltet werden und das heißt also, man kann vorne das Licht ausschalten und hinten separates Rotlicht einschalten. Bei dem Blinklicht gibt Petzl hier eine Reichweite von 150 Meter an und beim Blinken wird es eine Brenndauer von etwa 400 Stunden, wie lange das Ganze hier blinken kann. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie die Leuchtkraft der Lampe ist. Ihr habt aber darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, bei der Now RL auch zu schauen, wie der aktuelle Akkustand ist. Also ihr müsst einfach nur auf den Startknopf drücken, dann bekommt ihr eine kleine LED-Anzeige angezeigt, wie viel noch im Akku drin ist. Die Akkugröße selbst beträgt dann 3200 mAh. Die Akkuladung bzw. die Dauer, bis der Akku vollgeladen ist, dauert etwa 3,5 Stunden. Das heißt also, ihr müsst schon eine Weile warten, bis das Ganze geladen wird. Das geht hier mit den kleinen Akkus, die wir von Petzl haben, hier bei den kleinen Lampen etwas schneller. Aber dafür ist dann auch hier, je nachdem welche Leistung ihr nutzt, das Ganze dann auch etwas von der Laufzeit kürzer. Ein großer Unterschied zwischen der EcoCore und der Now RL ist auch noch eindeutig das Gewicht. Während die Now RL hier mit 145 Gramm auf die Waage kommt, also ist schon gar nicht so leicht, gerade der Akkupack ist halt wirklich nicht so leicht, das ist schon schwer, kommt man bei der EcoCore gerade mal auf 79 Gramm. Also das ist dann schon wirklich ein kleiner Unterschied, aber dadurch, dass dann wirklich der Akkupack hinten am Hinterkopf ist und da wirklich da auch das Gewicht gelagert wird, ist zumindest bei meinen Läufen, die ich jetzt so in einer Stunde gemacht habe, war das jetzt kein Problem. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wenn man jetzt die 6 Stunden tragen würde, ob das dann irgendwann unbequem werden würde. Aber ich denke mal, für den normalen Laufbetrieb ist das dann noch angenehm zu tragen und fällt jetzt hier nicht negativ auf.
Wie auch schon beim Unboxing angesprochen, ist natürlich dann hier auch noch der Formfaktor ein Thema. Wir haben bei der EcoCore hier dann tatsächlich eine vorgefestigte Form, beziehungsweise ja, das kann nicht mehr verändert werden. Man kann zwar hinten das Ganze festmachen und es passt auch für die meisten Kopfformen ohne Probleme und kann dann entsprechend hier das, ja, wie gesagt, anziehen mit einem Schnellverschluss. Das gleiche haben wir jetzt auch bei der Nao RL. Wir haben auch hinten wieder eine Möglichkeit des Schnellverschlusses, aber durch das Gummiband ist das dann doch etwas elastischer. Gerade wenn man es vielleicht über den Helm tragen möchte, ist es hier ein bisschen einfacher, als es jetzt hier mit der EcoCore ist. Auch die Verarbeitungsqualität bei Petzl, also generell bei Petzl, ich habe jetzt Petzl-Lampen gehabt, beziehungsweise eine Petzl-Lampe, die habe ich schon seit über 5 Jahren mit dem gleichen Akku und ich laufe sehr viel bei Kälte draußen, also bei nicht so guten Witterungsverhältnissen, was den Akku angeht, habe ich bis jetzt auch nie Probleme gehabt. Das ist so den Langzeittest, den ich habe. Das habe ich natürlich mit der Nao RL jetzt noch nicht machen können, dass ich jetzt so lange unterwegs war. Aber das Vorprodukt, was von Petzl, was ich hatte, das war bis jetzt auch immer ganz gut. Ich habe es ja damals mit der EcoCore mit verglichen. Auch die EcoCore war jetzt die Lampe, mit der ich lange gelaufen bin. Ebenfalls ohne Probleme bis jetzt immer alles wunderbar geklappt. Von daher bin ich, was da auch die Verarbeitung und die Qualität angeht, wirklich sehr zufrieden. Es ist vielleicht jetzt gerade nicht die billigste Lampe auf dem Markt, nichtsdestotrotz habt ihr aber lange was davon und dann ist es immer relativ zu sehen, wenn ich ein Produkt lange nutzen kann und es auch keine Probleme macht und wirklich ja, auf die Jahre umrechne, kann sich das dann trotzdem mehr rentieren, als wenn ihr jetzt was Günstigeres kauft, was schon vielleicht nach 2 Jahren kaputt gegangen ist, weil es dann doch von der Verarbeitungsqualität nicht so gut ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Eindruck geben, was die neue Petzl-Lampe Nao RL angeht. Wenn dich noch mehr zum Thema Petzl interessiert, vielleicht auch mehr zu EcoCore, weil die doch etwas günstiger ist. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Da habe ich das dann mit einer Einsteiger-Petzl-Lampe verglichen, was da die Vor- und Nachteile sind. Wenn du noch mehr zu meinem Kanal erfahren möchtest, ich habe noch mal Best-of-Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen. Da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.